Hallo und willkommen zu einem Video, in dem wir etwas eher Experimentelles machen. Und zwar habe ich ein Fahrrad ohne einfache Möglichkeit, eine Hinterradbremse zu montieren. Das ist zum einen nicht verkehrssicher und ich würde mich dabei auch nicht wohlfühlen. Natürlich hat es den Hintergrund, dass das Fahrrad ursprünglich mal einen Rücktritt gehabt haben muss, aber ich hatte hier nur ein Laufrad rumliegen, welches über einen einfachen Freilauf verfügt. Ich hatte mir dann zunächst überlegt, ob ich meinen Freilauf abmontiere und mir ein starres Ritzel kaufe und dieses darauf montiere. Während das prinzipiell eine gute Idee ist, gibt es bei Laufrädern mit der eher veralteten Schraubkranzaufnahme wenig Auswahl an starren Ritzeln. Während man diese aber noch findet, sind Abstandshalter für den Schraubkranz eine andere Geschichte. Und die würde ich brauchen, damit meine Kettenlinie mit einem, natürlich deutlich schlankeren, starren Ritzel nicht komplett schief wird. Die Alternative wäre eine neue Zentrierung meines Laufrades, etwas, was ich noch nicht zu meinen Fähigkeiten zählen kann. Zu meinem Freilauf muss man noch dazu sagen, dass er keinerlei Einbuchtungen für eine Werkzeugaufnahme zum einfachen Entfernen aufweist. Für mich klang das alles nach Investitionen und auch viel Aufwand, weshalb ich mich ein bisschen durch Foren gelesen habe. Dort bin ich auf die Idee gestoßen, meinen Freilauf mit dem angeblich stärksten Klebstoff festzusetzen. Das Produkt nennt sich JB Weld und ist ein Zwei-Komponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis. Der Name ist vielleicht etwas hochgegriffen, aber laut Produktbeschreibung soll die damit erzeugte Verbindung einer Zugfestigkeit von bis zu 5020 Pfund pro Quadratzoll bzw. in vernünftigen Einheiten 346 Bar standhalten. In den Foren gab es auch Leute, die Bedenken gegenüber dieser Methode und der Sicherheit geäußert haben. Aber zunächst muss man bedenken, dass es teilweise schon durch Schmutz und verharztes Fett dazu kommen kann, dass ein Freilauf nicht mehr richtig freilaufen kann. Demnach sollte dies für eine temperaturbeständige Polymerverknüpfung aller beweglichen Teile im Freilauf kein Problem darstellen. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich der Freilauf während eines aggressiven Bremsmanövers auf dem Fixie plötzlich wieder bewegen sollte, gibt es ja glücklicherweise immer noch die Vorderradbremse. Und ja, auch wenn jetzt einige Fixie-Enthusiasten sagen, dass der Minimalismus-Aspekt nur durch das Fehlen jeglicher Bremsen erfüllt werden kann, kann ich wirklich nur davon abraten. Ich bin zeitweise mal ein Rad mit nur einer Rücktrittbremse gefahren. Das funktioniert auch gut, ist aber auch nur so lange witzig, bis die Kette reißt oder wie bei mir damals einfach rausspringt. Da ich meinen Freilauf, wie vorhin erwähnt, nicht einfach demontieren kann, werde ich direkt am Laufrad arbeiten. Zunächst löse ich, im Uhrzeigersinn, den Verschlussring des Freilaufs. Dazu nutze ich ein Werkzeug, welches in den runden Kerben des Rings greifen kann und rege den sanft mit einem Hammer zum Lösen an. Was man beim Abheben des Verschlussringes gerade nicht sehen kann, es klebt noch ein dünner Spacer an dessen Unterseite, ähnlich denen, die ich auch gleich im Anschluss entfernen werde. Zunächst hebe ich jedoch das Ritzel ab und achte dabei darauf, dass keine Kugeln vom oberen Kugellager verloren gehen. Jedoch gibt es noch ein zweites Kugellager darunter, von dem mir ungeschickterweise die Lagerkugeln direkt in die Sofaritze fallen. Wenn eure Werkstatt etwas besser ausgestattet ist, solltet ihr die Achse des Laufrads eher einklemmen und dann etwas darunter halten. Jetzt nehme ich die beiden weiteren Spacer ab. Und dann versuche ich mit einem Magneten die restlichen Lagerkugeln sicher zu entfernen. Das ist für dieses Projekt zwar nicht sonderlich relevant, aber für den Fall, dass die Lagerkugeln der beiden Lager aus unterschiedlichen Batches kommen, was man ja nicht unbedingt weiß, sollte man die Kugeln des oberen und des unteren Lagers nicht mischen. Außerdem kann man auch so besser nachzählen, dass man auch keine verloren hat. In meinem Fall sind es jeweils 47 Kugeln. Da ich selbst auch zum ersten Mal einen Freilauf von innen gesehen habe, habe ich mir natürlich auch versucht, die Funktionsweise anzuschauen. Ihr seht also, dass dieser Freilauf zwei sogenannte Sperrklinken besitzt. Diese werden mit einer Feder immer nach außen gedrückt.
Für den Fall, dass ihr euren Freilauf nur zu Wartungszwecken öffnet, würde ich darauf achten, dass dieser Bereich eher fettfrei ist, da jegliches Verkleben dort natürlich der Funktion nicht zuträglich ist. Schauen wir uns die Funktion des Sperrens und des Freilaufens einmal genauer an. Dazu beachtet, dass der Ritzelkörper auf seiner Innenseite kleine Keile hat. Wenn man den Körper in der richtigen Orientierung aufliegen hat, so kommt es bei der Vorwärtsbewegung des Ritzels zum Formschluss, da die Keile in die Sperrklinken greifen und sie in ihrer ausgeklappten Position halten. Dreht das Ritzel rückwärts, so rutschen die Keile über die dabei nach innen gedrückten Sperrklinken. Das ist dann der Freilauf. Um gleich mit dem eigentlichen Videoinhalt weiterzumachen, habe ich als Tropfschutz unterhalb des Freilaufkörpers Klebestreifen angebracht. Damit das JB Weld nachher auch eine gute Verbindung erzeugt, sollten die Teile alle gut entfettet sein. Hier ist das gerade noch nicht perfekt sauber, aber ich habe off-camera später auch noch einmal mit Aceton über die entsprechenden Stellen gewischt. Die Lagerkugeln hatte ich ebenfalls gereinigt und sicher verstaut. Diese werden gleich wieder eingebaut. Die beiden Komponenten des Klebers, also das Epoxidharz und der Härter, werden im vom Hersteller angegebenen Verhältnis 1:1 so gemischt, dass sich eine graue Masse ergibt. Man muss sich dabei nicht stressen, da der Klebstoff eine Zeit von 4 bis 6 Stunden benötigt, bis er sich setzt. Komplett ausgehärtet ist er erst nach 24 Stunden. Es ist sinnvoll, Unterlagen und am besten auch Handschuhe zu verwenden, damit der Klebstoff nicht nachher überall da klebt, wo er nicht kleben soll. Solange er noch nicht fest ist, kann man ihn noch gut mit Alkohol oder Aceton wegwischen. Aber wenn er schon fest ist, dann lässt er sich nur noch mechanisch bearbeiten. Prinzipiell kann man sagen, eigentlich muss man in seinem Freilauf nur alles Fett durch den entsprechenden Klebstoff ersetzen und man kommt zum gewünschten Ergebnis. Jetzt mache ich mit dem vorbereiteten Klebstoff auch genau das, was ich auch normalerweise mit Fett machen würde. Ich erzeuge eine Schicht in den beiden äußeren Lagerschalen, sodass die Lagerkugeln dort haften können. Ich fange mit der unteren Schale an, aber da das Einsetzen von 47 Kugeln etwas langwierig und zugegebenermaßen auch nervig ist, spule ich am besten einmal die Zeit vor. Das Einsetzen des Ritzels ohne den Verlust von Lagerkugeln ist jetzt etwas tricky, da man am besten mit einem Messer oder einem Schraubendreher die Sperrklinken nacheinander nach innen drücken muss. Ich vergewissere mich, dass alles richtig und gerade sitzt und sorge dann durch Drehung des Freilaufs dafür, dass die Sperrklinken in ihrer arretierten Position verbleiben, um dann letztendlich auch in dieser Position verklebt zu werden. Die Zwischenräume versuche ich dann so gut es geht mit Klebstoff zu füllen. Das mache ich jetzt auch mal in beschleunigter Zeit. Dann setze ich die Spacer ein. Ebenso wie den zweiten Satz an Lagerkugeln. Jegliche Klebstoffreste an den Rändern und anderen ungeplanten Orten sollen am besten gleich entfernt werden.
Und schließlich kommt auch der Verschlussring wieder oben drauf. Den kann man erst per Hand etwas eindrehen, aber etwas fester kriegt man ihn dann wieder mit einem passenden Werkzeug und dann auch mit dem Hammer. Jetzt werden die letzten Reste entfernt und dann sollte der Freilauf für die nächsten 24 Stunden am besten komplett in Ruhe gelassen werden. Und dann ist man eigentlich komplett fertig. Hier habe ich jetzt das Laufrad eingebaut und zumindest per Hand kann man schon einmal sehen, dass sich unser Ritzel komplett starr verhält. Längere Fahrtests habe ich mittlerweile auch schon gemacht. Und auch wenn ich noch keine Pedalriemen besitze, die mir das Blockieren des Hinterrads bei voller Fahrt erleichtern sollten, vertraue ich dem geklebten Freilauf eigentlich komplett. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, es euch geholfen hat oder vielleicht auch einfach inspirieren konnte. Fahrt sicher und vielleicht sehen wir uns ja schon bald in einem weiteren Video.